Das fängt an von der Nachbar ist laut bis der Klassiker bis es wird der Mistsack vor die Tür gestellt, es stinkt oder Die Nutzung der Räume, dass da teilweise einfach irgendwie genutzt wird und nicht darauf geachtet wird, was auf jeden Fall schade ist, weil mehr als immer wieder darauf hinweisen und notfalls dann noch über die Hausverwaltung darauf hinweisen, bitte passt auf die Sachen. Und auch im Buchungssystem dann auch das Gleiche, dass einfach reserviert wird und dann aber nicht genutzt wird. Das ist halt einfach schwierig dann. Es liegt in der Natur der Sache, glaube ich. Ja. Also wir haben da ungefähr, ich weiß die Zahl nicht auswendig, aber 500, 600 Wohnungen, die diese Räume nutzen können. Und natürlich auch in Fitnessraum oder in Indoor-Spielplätzen für Kinder werden Sachen kaputt, kann man niemandem zuordnen. Die Buchungssysteme haben mal funktioniert, mal nicht funktioniert und so weiter, also auch die technischen Sachen. Aber auch irgendwelche Verschmutzungen im Stiegenhaus, wenn einem einmal ein Mistsackerl halt ausrennt, dass man das vielleicht wegwischt oder im Müllraum vielleicht doch ein bisschen mehr drauf schaut, dass die Müllkübel nicht übervoll sind. War das größte Problem oder ist noch immer das größte Problem quasi irgendwie die zwischenmenschlichen Beziehungen? In der ersten Zeit gab es ab und zu schon Konflikte auch. Also sei es, ja, bei uns passt irgendwas in der Wohnung nicht. Das war halt natürlich gerade in der Anfangszeit nach dem Einzug. Und da war eben kurz danach schon diese Bewohnerversammlung. Und da war das dann sehr angenehm für die Bewohner, denke ich, dass sie da gleich wussten, sie können uns, dem Beirat, eine E-Mail schreiben und mal nachfragen, ob wir da was dazu wissen. Und da hat man dann schnell mal zur Hausverwaltung vermittelt, wenn man selber nichts helfen konnte. Oder ich kann mich erinnern, ganz am Anfang gab es, also wir haben ja die Waschküchen und die werden auch gebucht. Und da gab es mal eine Beschwerde, dass die eine Waschküche immer von derselben Person besetzt wird oder sowas. Und da hat man dann einfach mal das Gespräch gesucht, ist man einfach mal zu dem Nachbarn hingegangen und hat halt angeklopft und geschaut. Also das Lärmproblem gibt immer, wenn unterschiedliche Menschen halt in derselben Anlage leben. Leute mit Kindern, Leute, die gerne Partys machen oder eben halt Leute, die allein wohnen und sich ein bisschen zurückziehen möchten. Das sind unterschiedliche Interessen und da kann man vielleicht eben durch eine Wohnungswahl irgendwie versuchen, das Lärmproblem zu vermeiden, schon in der Anfangsphase. Wenn ich weiß, meine Wohnung würde halt zu einem Spielplatz schauen und ich wohne alleine und möchte keinen Kinderlärm haben, dann kann man vielleicht eine andere Wohnung wählen. Aber ich muss dazu sagen, wir wohnen ja nicht in einem Einfamilienhausgebiet, wir sind ja quasi in einer Anlage, wo mehrere Wohnungen halt da sind und noch in der Stadt. Also deswegen muss man das auch ein bisschen gelassen sehen. Ja. Wichtig ist dabei auch wieder die Kommunikation, weil wenn man mit den Nachbarn gute Kommunikation hat, wenn man mit den Nachbarn reden kann, mit den Unmittelbaren vielleicht, ja, kann man das Problem auch ganz gut lösen. also es hat angefangen, dass die Leute zu wenig getrennt haben. Dann sind natürlich die Restmütter übergegangen. Und die M48 ist dann so, die sieht das dann. Die schaut sich das dann, glaube ich, 2, 3 Wochen an. Und wenn sie sehen, die Mistkübel sind maßlos überfüllt, dann stellen sie noch welche rein. Und beim Restmüll, der kostet natürlich. War das dann so eine Sache, wo dann auch die Mieter gesagt haben, hey, jetzt haben wir auf einmal so viel. Und dann haben wir bei der Bewohnerversammlung haben wir gesagt, wir sind selber dran schuld und nur wir können es auch wieder ändern. Und bis heute hat es aber nichts geändert. Also wir haben bis heute die gleiche Anzahl der Tonnen. Also. Und das Recyceln ist schon besser geworden. Wir haben jetzt auch mittlerweile auch in den Müllraum haben wir Plakate aufgehangen. So Klassiker. Karton zerschneiden, Karton klein machen und so weiter, ja. Und haben auch von der M48 haben wir Plakate geholt. In, glaube 5 oder 6 Sprachen auch, dass wir die Sprachbarrieren auch weg haben. Wie man Müll trennen, was wo reinkommt und so weiter. Also, es funktioniert gut, weil wir haben am Anfang auch viel gehabt mit Sperrmüll. Das haben wir jetzt gar nicht mehr. Also bei uns hat sich lustigerweise im Haus sogar was ganz Witziges eingelebt. Wir haben da jetzt einen alten Einkaufswagen und der ist irgendwie zu einer Tauschbörse entstanden. Also die Leute legen was rein, was noch gut ist. Also kleine Kinderschuhe oder alte CDs oder irgendwas. Deko-Sachen. Und egal was man reinlegt, das ist weg. Also es ist ganz witzig. Also es funktioniert extrem gut. Es wird nicht übertrieben oder sonst was, aber irgendjemand kannst du mal brauchen.
gar nicht. Im Gegenteil. Es ist mir zu freundlich teilweise. Und da wo ich mir dann denke, es ist halt, ja, auch extrem für mich. Wie gesagt, ich bin im 10. aufgewachsen, da kennt man das etwas anders. Aber nein, im Gegenteil, gar nicht, gar nicht. Ja, sicher, man hat ja durch das Bauplatzübergreifende hat man ja auch wieder mehr Raum zum Bewegen und das heißt wieder auch mehr Spiel und mehr Konfliktfläche. Das war wie gesagt, wie das Thema mit dem Fitnessraum. Jetzt wurde unser Fitnessraum, unserem Haus mehr abgenützt, weil drüben die Leute was kaputt gemacht haben oder sich illegal getroffen haben mit anderen hausfremden Personen. Und dann sagen natürlich die Leute bei uns, hey, warum jetzt, es gab ja auch die Gespräche kurzzeitig im Haus, weil halt die hauseigenen Leute bei uns weniger unsere Sachen nutzen konnten, war schon das Gespräch wegen Corona, hey, weil wir waren die Einzigen, die unsere Räume auf hatten. Und da war auch schon das Gespräch oder der Vorschlag von unseren Mitbewohnern, ja gut, dann sperren wir es halt nur für uns auf. Man kann schneller sich absprechen, ja, dadurch, dass wenn jetzt sagen wir mal, einem anderen Bauplatz da was passiert, dann fragt man natürlich auch am anderen Bauplatz nach und sagt, hey, warst du was? Oder bei euch gehen ja auch welche vielleicht dahin oder hast du was gehört? Dann kann man natürlich genauso miteinander sprechen. Ja, das ist wie mit den Hundebesitzern gewesen, ja. Fing drüben beim anderen Ende der Wiesen an und hat sich dann wurde gleich gefragt, hey, wir haben da ein Problem und es hieß angeblich, war es jemand von eurem Bauplatz, kennst du vielleicht jemanden, der bei euch mit Hund hat und sonst was. Und so geht das relativ schnell miteinander, weil jeder miteinander ja, redet oder vernetzt ist, ja. Geht's hin zu den Leuten, weil reden ist das Beste. Macht's nicht über 3 Ecken, über 2 Ecken, sondern läutet es einfach an und klärt das mit ihnen. Wenn er dann immer noch stinkig ist oder sonst was, dann muss man sowieso was über die Hausverwaltung machen. Aber das direkte Gespräch ist meistens das Einfachste und das Schnellste.